Hey Tobi, so schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich mega. Es ist ja nicht so selbstverständlich, einfach, dass ihr es wisst, wir sind hier am Thuner See bei mir zu Hause. Aber du lebst eigentlich in Miami und München, vielleicht bald in Zürich, man weiß es nicht. Chattest auf jeden Fall überall in der Welt herum als Model, Schauspieler und Stylist. Und jetzt sitzt du hier. Und jetzt bin ich hier in dem schönen Thun, ja? Ja. Also es ist wirklich, also ich hätte nicht gedacht, was es alles so für schöne Plätze hier auf diesem Planeten gibt. Es ist wunderschön mit dem See, die Natur. Wow, also schön, dass ich hier sein darf. Hey, mich freut es mega, dass du hier bist. Und es ist ja auch mega lustig, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Wie kam es dazu? Das ist eigentlich ganz lustig, genau. Ich habe tatsächlich auf den Weg meiner Genesung quasi das Ganze ja auf Instagram etwas dokumentiert. Und weil ich sehr begeistert bin vom Selleriesaft trinken und von den ganzen Dingen, die ich so tue, habe ich da einfach Instagram-Stories gemacht. Und irgendwie ist es dazu gekommen, dass du oder ich, dich oder wir uns... Ich glaube, ich habe dich zuerst gestalkt. Ach so, ja, genau. Ja. Über die Instagram-Story ist es quasi dazu gekommen. Genau. Und dann habe ich ganz viel geliked. Und dann plötzlich habe ich gesehen, dass du ganz viel geliked hast. Und dann haben wir angefangen zu schreiben. Ja, ich fand nämlich das, was du da gepostet hattest, sehr interessant, weil ich bin ja auf der Suche gewesen, wie ich mich denn gesund ernähren kann und dass es trotzdem schmeckt und irgendwie gut ausschaut. Und ich habe bei dir ganz tolle Rezepte gesehen. Und, das ist lieb. Ja, wenn du das so machst und so tust, ich dachte mir so, wow, ich will auf jeden Fall was dazulernen. Und das hat sich irgendwie gut angefühlt, deswegen habe ich alles durchgeliked. Und jetzt ist halt quasi das daraus entstanden, dass wir jetzt quasi hier sind. Hier sitzen und persönlich reden. Persönlich reden, ja. Und da freue ich mich mega drauf. Wir haben gestern ja schon ein bisschen ausgetauscht und ich war mega geflasht von dem, was du schon alles erlebt hast. Das, was ich halt in den Stories bisher gesehen habe, war so ein bisschen der Ist-Zustand und der ist schon mega inspirierend und man denkt, wow, wer ist dieser Mann, woher nimmt er diese Energie und auch diesen positiven Mindset? Und gestern hast du mich ein bisschen mit reingenommen, auch in deine Kindheit. Und da dachte ich so im Nachhinein, wow, dieser Mann ist so früh in seiner Kindheit schon mit Krankheit konfrontiert worden. Und dann erlebst du das als Erwachsener nochmal, was echt traumatisch ist eigentlich. Und da will ich mit dir einfach ein bisschen tiefer reingehen und fragen, wie du das geschafft hast, diesen Mindset zu sagen, ja, ich habe war an diesen krassen Orten und dieser Hoffnungslosigkeit oder auch, sagen wir es direkt, also in deiner Kindheit ist deine Mutter erkrankt an Krebs, hast du mir erzählt, und deine Schwester ist dann auch noch erkrankt. Das ist ja schon mal als Familie, wenn man braucht eigentlich alle Familienmitglieder, damit man alles schafft, die Schule, das Finanzielle, mit der Arbeit, dann, dass man diese Mutter-Sohn-Beziehung hat und weiß, meine Mutter kann alles. Und dann bricht das irgendwie weg, jemand ist krank. Was passiert da als Familie? Wie war das für dich? Ja, das war damals, also eigentlich habe ich das damals noch gar nicht so wahrgenommen. Ich fand es eigentlich, weil ich ja nicht wusste, was die Krankheit eigentlich quasi für eine Konsequenz hat, dachte ich eigentlich, okay, jetzt ist quasi niemand da, der sich um mich kümmern kann, jetzt kann ich ein bisschen machen, was ich will. Das hatte sich am Anfang so angefühlt, als ob ich ein bisschen freier bin und irgendwelche Dinge tun kann, ohne dass jetzt jemand auf mich aufpasst. Und irgendwie ist es dann aber so gewesen, dass ich dann halt nach Hause kam und dachte mir dann so, okay, jetzt ist irgendwie nichts weiter zu essen da oder ich muss irgendwie selbst jetzt quasi mich versorgen und das irgendwie hinbekommen. Ja? Und habe das dann irgendwie gemacht. Also ich habe in dem Moment damals das versucht, irgendwie vielleicht auch positiv zu sehen. Ich habe, wie gesagt, nicht so gewusst, was die Konsequenz von diesen ganzen Sachen halt sein kann, von diesen Krankheiten vor allen Dingen. Und mir ist es aber immer mehr und mehr klar geworden, weil meine Oma hatte dann damals auf mich aufgepasst, weil meine Mutti war dann auch nicht da. Ja. Und meine Schwester, wie gesagt, war ja dann im Krankenhaus gewesen. Und was hatte deine Schwester? Meine Schwester hatte damals Blutkrebs gehabt, also Leukämie. Ja, genau. Und dann sind wir sie halt dann immer besuchen gegangen und so. Und ich hatte damals noch nicht so die Erklärung. Ich dachte dann immer, okay, das, was jetzt komisch aussah, war nur, dass sie halt keine Haare hatten alle. Ja. Und was ich jetzt erst im Nachhinein halt so ein bisschen mitbekommen hatte, wir waren dann immer so eine Runde von Kindern und dann haben wir da gepuzzelt und gespielt und so. Und ich habe mich halt immer gewundert, warum dann halt von 10 Kindern dann manchmal bloß dann noch 8 da waren und dann immer weniger und so. Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass sie dann damals die Chemotherapie nicht überlebt hatten. Ja.
wenn mir das quasi damals schon bewusst gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch anders reagiert. Ja. Aber ich hatte dann damals schon tatsächlich schon sehr intensiv Kontakt mit Kindern, mit Erwachsenen, die Schwer erkrankt sind und einen Struggle halt quasi Ja. hatten. Ja. Genau, aber wenn man halt noch jung ist, dann weiß man halt noch nicht, Genau, was man so los akzeptiert eigentlich diese Situation einfach, weil man sie nicht anders kennt quasi. Genau. Aber für die Prägung als Erwachsener, du bist dann ja sehr erfolgreich geworden. Hast du dir das wie vorgenommen gehabt als Kind, dass du von diesem Strugglen und diesem wo ist das Essen zu Hause, von dieser Armut zu sagen, dich losgesprochen hast und gesagt hast, so jetzt, ich mach's anders? Also ich habe mir damals als Kind und als Jugendlicher immer geschworen, wenn ich mal groß bin, werde ich alles dafür tun, dass uns quasi alle Ressourcen zur Verfügung stehen. Also ich habe immer gesagt, okay, ich werde alles dafür tun, dass wir essen können, was wir wollen, dass wir anziehen können, was wir wollen, weil das war damals in diesem Moment, wo das quasi war, war ich es halt gewohnt, dass halt kein Geld da war und aus dem Grund, ich weiß noch, meine Mutti hatte damals dann auch so eine Rente bekommen, wenn man quasi erwerbsunfähig ist. Ich wusste, dass es einmal im Jahr gab es dann so eine Förderung, da durften wir damals Kleidung kaufen. Ich bin dann immer jede Woche quasi zu einer Tafel gegangen und habe da Lebensmittel gekauft und ich habe es gehasst, weil ich habe immer geschaut, dass mich niemand erkennt von meinen Schulkameraden. Und ich bin dann immer so mit 2 Tüten hier und 2 Tüten dort dann immer nach Hause gelaufen. Ich habe mir immer geschworen, während ich dann in diese harten Semmeln reingebissen habe oder in diesen Kuchen, der 5, 6 Tage alt war, wo du quasi den Rand abbrechen musstest, um an das Weiche zu kommen, habe ich mir geschworen, wenn ich groß bin, tue ich alles dafür, dass es quasi dazu kommt, dass wir einfach alles Leckere essen können, dass wir uns satt essen können, schöne Sachen anziehen können und so. Genau. Und das war quasi so mein innerer Antrieb. Genau. Du wolltest es schaffen und dich absetzen von finanziellen Schwierigkeiten und sagen, nee, das ist mein Ziel und das werde ich auch schaffen. Und dafür muss man all in gehen, was ja auch mega cool ist. Richtig. Aber dann gleichzeitig nicht so gut zu dir geschaut haben. Und nicht so gut zu mir geschaut. Und eigentlich, wenn ich jetzt im Nachhinein das betrachte, war das ja eigentlich schon von vornherein so ein kleines bisschen abzusehen, dass es vielleicht irgendwann mal dazu kommt, dass man dann umfällt. Ja. Weil in dem Zeitraum habe ich dann auch angefangen, Schilddrüsenhormone zu nehmen, weil auf einmal hatte ich eine Schilddrüsenunterfunktion. Okay. Dann hatte ich mal einen Tinnitus und so verschiedene Sachen, die so kleine Also Zeichen. so kleine Symptome, die dir schon gezeigt haben, irgendwie der Körper funktioniert nicht mehr. Ja. Und dann, wenn das ja passiert, also das war bei mir sehr ähnlich. Es fängt mit Kleinigkeiten an und man denkt so, ja okay, das schaffe ich, dann mache ich halt das. Bei mir war es dann gut, dann lasse ich diese Lebensmittel weg. Aber wir gewöhnen uns ja so schnell an irgendwelche Zustände und sagen, ja, dann lebe ich mit dem Tinnitus, dann lebe ich mit der Nahrungsmittelverträglichkeit und das steigert sich dann so. In meinem Fall hatte ich am Schluss noch 5 Lebensmittel übrig. In deinem Fall war Arbeiten am Limit, alles kompensieren, trotzdem vor der Kamera stehen, weiterarbeiten, machen, weil das Ziel ist natürlich zu funktionieren, zu arbeiten, in dieser Welt ein aktiver Teil zu sein. Das wollen wir alle. Wir wollen alle irgendwas erschaffen und ein Teil von etwas Größerem sein am liebsten. Ja, und dann hört der Körper Stück für Stück auf. Und wie ging es dann weiter nach deinem 2015 war das, nach deinem Infarkt? Genau, also das, wie gesagt, war so ein kleiner Infarkt, das nennt sich halt TIA, genau, das ist etwas, was sich quasi wieder im Gehirn gelöst hat. Und 2015, Ende 2015 war es dann so, dass ich irgendwie geguckt habe, okay, ich muss das doch jetzt irgendwie hinbekommen. Ich habe mein großes Ziel vor Augen. Ja. Ich muss erfolgreich werden, einfach aus dem Grund, weil ich mir das als Kind schon geschworen habe. Ja. Aber irgendwas ist an meinem Körper gerade, dass es nicht weitergeht. Und das hat mich so hardcore gestresst. Ja, klar. Es sind zum Beispiel dadurch die Hormone im Gehirn durcheinander gekommen. Und da hat sich so etwas Ähnliches wie ein Trauma entwickelt. Natürlich hat irgendwie mein Umfeld das nicht verstehen können. Was mein Problem war, ich konnte nicht schlafen. Ja, und wenn man dann halt bloß 2, 3 Stunden schläft und wieder aufschreckt und denkt, oh mein Gott, jetzt ist es wieder so weit, jetzt muss ich wieder ins Krankenhaus oder so. Es hat sich so wie eine Panik entwickelt. Aus dieser Panik heraus dann wie eine Art Depression. Weil man ist ja auch nicht mehr leistungsfähig. Aber auf der anderen Seite wollte ich damals noch funktionieren und meiner damaligen Lebensgefährtin zeigen, okay, das funktioniert.
Da war damals auch nicht so das Verständnis da vielleicht für ein Defizit, was ich auch verstehen kann, jetzt im Nachhinein, weil man als Frau dann in einem gewissen Alter vielleicht auch möchte, dass eine gewisse Sicherheit herrscht. Man denkt vielleicht auch an Kinder und sieht dann vielleicht, okay, in einer frischen Beziehung, da läuft vielleicht gerade irgendwas dagegen. Und ich dachte mir so, okay, wie halte ich das jetzt alles zusammen? Wie halte ich die Beziehung zusammen? Ja. Wie bekomme ich Geld rein? Weil Geld ist wichtig, um dich zu bewegen und dich frei zu machen. Wie kann ich vor der Kamera funktionieren? Und noch wichtiger, wie komme ich jetzt an die ganzen Jobs? Und diesen Job, diesen Hollywood-Job, den hatte ich ja schon verloren gehabt quasi. Und ich dachte mir so, ey, das wäre quasi eigentlich mein Durchbruch gewesen. Das wäre die Eintrittskarte gewesen, genau, die Erfüllung deines Traumes, wofür du die ganzen Jahre auch dich aufgeopfert hast und den Stress zugelassen hast quasi. Genau, und da war das war zum Greifen nah. Ich hätte es einfach nur noch machen müssen. Und der Körper versagt vorher und lässt sich im Stich. Ja, und dann ist es so weit weg, als ob man es auf einmal nicht mehr fassen kann. Und das war für mich so heftig, wo ich mir dachte, okay, ich bin jetzt schon an so einen Punkt gekommen, was in meinem Umfeld, damals meinem damaligen Umfeld, jeder gesagt hat, es wird niemals funktionieren. Ja. Ich wollte es eigentlich auch noch beweisen, diesen ganzen Menschen, die immer dran gezweifelt haben. Ja. Und dann funktioniere ich nicht und dann denke ich mir, okay, die haben recht gehabt. Aber irgendwie wollte ich auch nicht. Genau, alle haben recht gehabt. Wollte ich nicht. Ich gehöre dahin, wo man struggles und das nicht kann. Ja, das kenne ich sehr gut, dass ist es sehr laut hier. Wir sind eigentlich in der Natur, aber manchmal fährt ein Auto vorbei. Ja. Genau, was ich sagen wollte, ist die Katze noch da? Ja, die chillt hier. Oh, schau, die hat uns unser Leid geklagt und jetzt chillt sie bei uns ab. Vielleicht hat sie auch ihre Lebensstruggles gehabt und möchte jetzt einfach einen Platz finden, wo sie sein darf. Genau, also in meinen Schmerzphasen, die ich hatte, war dann diese Gedanken, die abgehen mit dem Minderwert, der kommt. Ich meine, jeder Mensch hat große Träume. Jeder Mensch möchte, dass seine Einzigartigkeit irgendwo einen Platz findet, wo er am liebsten damit Geld verdienen kann. Und ich hatte solche Träume auch. Also ich habe eine Schauspielausbildung und ich dachte, dass ich in die Richtung voll abgehen könnte. Und habe dann aber schon in der Ausbildung gemerkt, dass mein Körper den Stress nicht so gut wegsteckt wie andere und hatte immer wieder mit Entzündungen zu kämpfen. Und was dann bei mir passiert ist, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass dieses Selbstvertrauen Stück für Stück verloren geht, weil wenn der Körper immer wieder versagt und dir wie einen Strich durch die Rechnung macht, woran kann man sich noch festhalten? Ja. Also du hast nichts mehr, wo du dich festhalten kannst und sagen, ja, ich trainiere jetzt auf diesen Marathon zum Beispiel als Sportler und der Körper macht dann genau in dem Moment nicht mit. Das ist einfach das macht dich K.O. Ja. Das ist irgendwie, was sich immer mehr gesteigert hat. Je mehr Schmerzen kamen, desto größer wurde diese Angst vor dem Versagen oder dieses sich nicht mehr erklären können vor dem Umfeld, was eigentlich los ist. Zu sagen, ja, ich liege jetzt wieder mit Schmerzen im Bett, dann irgendwann nach Monaten die Reaktion, ja, aber hast du das nicht mal durch? Oder was sagen jetzt die Ärzte? Und die Ärzte geben dir Diagnosen, aber mit denen kannst du nicht arbeiten, weil es chronisch ist. Oder. Also diese Situation, wie bist du dann rein psychisch damit umgegangen? Was hat dich gepusht zu sagen, ich suche weiter erstens, warum mein Körper immer mehr aufgibt? Und wo hat dich die Suche dann hingeführt? Also die Suche tatsächlich, also ich war immer auf der Suche und bin immer auf der Suche nach einer Lösung. Ja. Das ist so was ganz Tiefes in mir verankertes. Freunde sagen, das ist wie so eine Art Steh-auf-Menschen-Mentalität. Ja. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich sehr, sehr oft das Gefühl hatte, dass ich an allem komplett zerbreche. Ja. Das hat man in meinem Umfeld nicht so wirklich gemerkt, weil ich sehr gut darin bin, eine Maske aufzusetzen und für eine gewisse Zeit, vielleicht für 1, 2 oder 3 Stunden zu funktionieren, zu lachen, einfach quasi gute Miene zu einem bösen Spiel zu machen. Aber wenn ich natürlich dann zu Hause war,
ist das alles zusammengebrochen. Ich wusste nicht, wie ich das überhaupt noch hinbekomme, weil ich gemerkt hatte bei den Gesprächen, das sagt man dann natürlich nicht, dass es mir extrem schwindelig war, dass ich vielleicht nichts gesehen habe, sich Angstgefühle breit gemacht haben, meine Gedanken eigentlich ganz woanders waren. Ja. Man versucht hat nebenbei noch irgendwie zuzuhören. Und für mich war das wirklich eigentlich meine persönliche Hölle. Und diesen Moment, den ich da erlebt habe, diesen Gefühlsmoment, aber auch diese tatsächlichen Einschränkungen mit den Augen, mit dem Körper, die würde ich nicht mal meinen schlimmsten Feind wünschen, weil es wirklich so schlimm ist. Aber man kann es natürlich nicht nachvollziehen, wenn man auch vielleicht von Natur aus vorher eine sehr freundliche oder nette Person war. Und ich bin halt immer auch bei den Ärzten sehr optimistisch und positiv gewesen. Ich bin dann halt nie da zusammengebrochen. Ich habe dann halt gesagt, okay, jetzt ist das Problem, wir müssen eine Lösung finden, habe gelacht, habe Witze gemacht. Und dann wurde ich natürlich nicht ernst genommen. Das kenne ich so gut, Ja. so gut. Weil man geht zu einem Arzttermin und ist voller Hoffnung, dass es gut wird. Ich bin auch jemand, ich komme in den Raum, ich merke, der macht Daily Business. Der kommt rein, macht jetzt hat er noch die Patientin. Und dann wollte ich fröhlich sein. Ich wollte ihm ein gutes Gefühl geben, weil ich bin Unterhalterin. Ja. Und dann habe ich einen Witz gemacht, habe ich Witze über Durchfall und Verstopfung und keine Ahnung, was man halt so macht als Reizdarmpatientin. Ja, genau. Und dann lande ich auf der Liste von, die ist ja nicht halbtot, ist ja alles okay, Genau. machen wir eine Magen-Darm-Spiegelung und gut. Also man lebt eigentlich als chronisch Erkrankter das Leben eines Gesunden. Richtig. Man spielt das die ganze Zeit. Man spielt das. Das ist, Man spielt das. ja. Und man muss es auch, weil man kann dem Umfeld oft das Ganze nicht zutrauen, weil man weiß, die würden mich verlassen oder sie könnten gar nicht damit umgehen. Also das spielt ja auch viel mit. Wie viel kann man dem Umfeld überhaupt zutrauen? Sogar den Ärzten. Richtig. Ja. Und das spielt wirklich, genau, die Ärzte, die Freunde, die Bekannten, ne, die auch einen gerne mal auch dann auch einen Ratschlag geben wollen, ne, und dann meinen, jetzt bist du schon so lang quasi am Tun und am Machen, willst du vielleicht nicht doch mal Richtung Psychotherapie gehen und so, vielleicht kommen die Schmerzen und das Nicht-Sehen mit den Augen und so davon. Aber das sind halt Dinge, die sieht man von außen nicht. Und jetzt im Nachhinein oder jetzt nach dieser ganzen Zeit kann ich natürlich schon ein kleines bisschen nachvollziehen, dass der ein oder andere, der jetzt nicht krank ist, das einfach nicht weiß, wie das ist. Ja. Und ich hoffe auch nicht, dass diese Personen irgendwann mal im Leben krank werden, dass sie das durchmachen müssen. Das hofft man nicht. Was ich halt gelernt habe, einfach noch besser zu argumentieren, noch besser Dinge zu erklären, dass man es vielleicht irgendwie ein kleines bisschen versteht oder auch einfach mal die Klappe zu halten, damit man quasi diese negativen Sachen, die einen dann komplett runterziehen und manchmal auch dass man sich schützt, gell? Tage oder Wochen, ne? Ja genau, dass man sich einfach schützt davor. Ja. Und ich habe dann tatsächlich auch ein Mitgefühl zu den Ärzten und zu den Menschen, die es nicht verstehen, entwickelt, dass ich mir dachte, wie kannst du auf eine humorvolle Art und Weise etwas rüberbringen, damit sie vielleicht den Zustand verstehen oder vielleicht auch gar nicht erst nachfragen. Und da war immer so diese Waage, ich habe halt versucht, meine Maske aufzusetzen, cool zu sein. Das hat dann manchmal 1-2 Stunden funktioniert. Und dann, habe ich manchmal Wochen gebraucht tatsächlich, um wieder hochzukommen. Ja, um dich zu erholen, ja. Ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt liege ich aber eine Woche rum. In der Zeit hat sich damals meine Lebensgefährtin von mir, die war dann auch weg gewesen, weil das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Wenn man noch nicht so lange miteinander diesen Weg geht, dann ist das halt einfach so. Und dann sind so viele Sachen und Pfeiler zusammengebrochen. Geld war weg, Beziehung war weg. Ja. Kurz davor diesen großen Traum in Miami, dass der platzt. Ja, und ich dachte mir so, okay, wow, jetzt geht quasi alles den Bach runter. Alles den Bach runter. Und nur aus dem Grund, weil ich krank bin, das habe ich. Dann macht man sich diese Vorwürfe. Ich habe das verursacht. Und dann denkt man sich so, okay, man ist vielleicht doch aber nichts wert. Und dann Genau. geht das Selbstwertgefühl runter. Ja, dann hat man so soziale Phobien, obwohl ich eigentlich schon ein Mensch bin, der sehr offen ist. Ja, weil man so eine Art Angst entwickelt, weil man weiß, wie anstrengend das für einen ist, wenn man rausgeht und normale Gespräche führt, dass man sich konzentrieren muss, die Schwindelanfälle kommen, man bleibt fokussiert, man lächelt, man fragt zurück, wie es dem geht, die beklagen sich über Nonsens und man denkt, ich will dein Leben. Es ist und innerlich hat man so einen Dialog mit sich selbst, der so laut sogar ist, dass man manchmal die Sachen von jemand anderem gar nicht mehr versteht, wo man sich sagt, okay, geht's wieder, also man fragt sich selber, kriegst du das wieder hin? Wird das was? Irgendeine Stimme sagt nein und irgendeine andere Stimme sagt, ey komm, das wird schon wieder. Ja. So, ne? Und dann
vergeht so eine lange Zeit. Das fühlt sich manchmal an wie Jahre, Jahrzehnte. Ja. Man fühlt sich eigentlich wie gefangen, also wie im Gefängnis. Ja. Nur, dass man aber trotzdem draußen ist. So, ne? Ja. Und, Man hat diesen Zugang nicht mehr. Also die körperliche Symptome, all die Krankheit, die kommen, die verwehren einen wie den Zugang zu dem sozialen Außenleben. Ja. Man ist einfach isoliert. Und dieses Gefühl der Isoliertheit, also ich habe das vorher noch nie erlebt. Ich habe Mobbing erlebt in meiner Kindheit, krass, wo man auch isoliert ist. Aber diese körperliche Isoliertheit von einem Schmerz, den man dann wenn das über Jahre dauert, nicht mehr erklären kann, man kann sich nicht mehr verteidigen, man kann nicht mehr sagen, ja, die Ärzte können mir nicht mehr helfen, ja, nimm Antidepressiva, ja, das, danke, das hilft auch nicht. Diese Isoliertheit, die hat mir eine Heidenangst eingejagt. Das war richtig schlimm, weil da diese Hoffnungslosigkeit dazu kommt. Ja. Und jetzt möchte ich einen Switch machen, Sehr gerne. weil du sitzt ja jetzt hier und du strahlst und dir geht's besser. Ja. Wo war der Punkt, wo du gemerkt hast, da ist ein Hoffnungsfunken, das könnte für mich funktionieren? Das nehme ich mit auf meinen Weg und vor allem die zweite Frage, die reinfließt, warum hattest du dann in diesem Moment diese Energie? Also es geht so ein bisschen darum, am tiefsten Punkt der Krankheit, man kann nicht mehr, man hat keine Hoffnung mehr, finanziell, beziehungsmäßig, alles zerstört und dann kommt da etwas. Was war das und warum hattest du dann die Energie, das zu packen, diese Chance? Ja. Wow, also das war wirklich eine sehr interessante Phase. Also das werde ich auch in meinem Leben nie vergessen. Ich versuche es mal, diese Emotionen in Worten rüberzubringen. In dem Moment, 2017, wo ich den Unfall hatte mit meinen Augen. Willst du das noch kurz sagen, was das war? Okay, genau. Und zwar, das hat ja vorhin nicht genau erklärt, genau. Das war bei einem Fotoshooting. Ich war quasi der Fotograf, der fotografiert wurde. Und da war auf dieser Profikamera ein Aufsatzblitz, den man so draufstecken kann. Und das war quasi der stärkste, den man so auf diesem Planeten kaufen kann. Und wenn man da drauf drückt, da kann man quasi ganz Miami ausleuchten damit. Ja? Und das ist sehr, sehr stark. In der Gebrauchsanweisung steht auch da, wenn man Menschen und vor allen Dingen auch Kinder fotografiert, sollte man einen Abstand von 4 bis 5 Metern fotografieren. Da darf auch niemand reingucken. Also auf jeden Fall war es wenige Zentimeter unter mir. Das war wieder so ein Moment, in dem ich mir innerlich gesagt hatte, lieber Gott, Buddha, Universum, bitte tu etwas in der Situation, dass ich aus dieser Situation rauskomme. Es war folgende Situation. Ich habe mich in der Beziehung unwohl gefühlt. Ich habe mich überfordert gefühlt. Ich wusste nicht, wie ich das finanziell alles tragen soll. Und ich wusste auch nicht, wie ich an die nächsten Aufträge, Werbeaufträge und so weiter und so fort komme als Commercial Model. Naja, und dann habe ich natürlich nicht erhofft, dass sowas Schlimmes passiert. Und ich war halt sehr nervös in dem Moment. Und ich hatte mich auch gerade in dem Moment mit meiner Lebenspartnerin damals gestritten und so. Und in diesem Moment, ich bin auch sehr emotional, ich nehme das dann halt irgendwie auf. Und blöderweise hatte der Fotograf vergessen, die Kamera auszustellen. Die war gerade unter mir, ich gucke so nach vorne. Wir waren gerade in Miami auf einem wunderschönen Hochhaus. Es war nachts, es war alles eigentlich wunderschön. Also auch wieder so eine Art, der nächste Step in der Karriere. Ja. Was passiert mir? Ich gucke geradeaus, der sagt, ey, jetzt schau mal hier, die Drohne war da noch unterwegs. Ich dachte mir so, ey, das fühlt sich an wie Hollywood. Ja. Naja, aber irgendwie war die Situation trotzdem doof und ich wollte aus der Situation raus. Und blöderweise habe ich dann auf diesen Auslöser gedrückt. Wollte ich eigentlich gar nicht drauf kommen. Und in dem Moment flasht es. Und in dem Moment habe ich genau gewusst, jetzt passiert irgendwas, was richtig heftig ist. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl in dir, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder also man spürt es irgendwie. Und ich dachte mir so, okay, das war wie wenn du geblendet wirst, aber mit einem Schmerz und mit einer Blendung. Also man hat richtig gesehen, wie Papier verbrennt. Also ganz komisch. Und ich habe das ist auch crazy, ich habe quasi meine Adern gesehen von dieser Netzhaut und so. Also ganz crazy. Und dann habe ich gemerkt, okay, dieser Effekt, dieses Blenden, wenn du zum Beispiel mal länger in die Sonne guckst, der geht nicht mehr weg. Das geht einfach nicht weg. Und in dem Moment Panik bekommen, Angst bekommen. Aber das Krasseste ist, ich habe mir es nicht anmerken lassen. Und da habe ich gemerkt, wie gut ich überhaupt bin, Dinge zu überspielen. Ja, über die Jahre hinweg trainiert. Ja. Weil da ist was passiert, was das Schlimmste ist, was ich mir in meiner Vorstellung hätte vorstellen können. Und zwar, ich sehe nichts mehr. Und dann hat sich das so ungefähr
angefühlt, wie wenn die ganze Zeit links und rechts etwas blendet und man kann aber auch nicht ringsherum gucken. Ich habe ein bisschen links und rechts was mitbekommen. Das erste, was war, ich habe geguckt, dass ich erstmal auf Toilette komme. Da habe ich schon gemerkt, ich knall da gegen die Tür. Und die Leute haben mich dann auch gefragt, ist alles in Ordnung mit dir? Hast du irgendwas getrunken? Ich habe gesagt, ja, sorry, heute war ein warmer Tag und so. Ne? Und ich dachte mir dann so, okay, ich mache diese Situation nicht Einfach fertig. um die anderen nicht zu belasten und denen nicht ein schlechtes Gefühl zu geben. Genau, weil quasi. weil ja in dem Umfeld, in dem ich war, die hatten ja auch mitbekommen, was 2015 war. Aus dem Grund habe ich mich ja sehr über meine Gesundheit immer geäußert. Und das haben sie immer belächelt und haben sogar auch schon mit bösen Worten gesagt, dass ich das nicht mehr machen soll in dem Umfeld, über Krankheit quasi mich zu unterhalten. Deswegen habe ich einfach versucht, das wegzustecken. Ne? Und naja, das war auf jeden Fall ziemlich crazy. Und dann, ja, wie ich halt irgendwie, keine Ahnung, in mir, ich suche dann halt noch eine Lösung. Ne? Und wir sind dann irgendwann mal zu Hause angekommen und so. Und ich habe dann gemerkt, sag mal, genau, das ist ein ganz gutes Beispiel. Kennst du den Film Matrix? Ja. Da gibt es eine Szene bei Matrix, wo er blind wird. Und dann sieht er auf einmal diese Welt nur noch so grün, verschimmert sogar. Und genauso, also das klingt total verrückt, aber genauso habe ich dann, nachdem die Blendung weggegangen ist, alles gesehen. Also ganz verpixelt, grün. Ich dachte, okay, was ist denn das? Und dann habe ich mich quasi auf den Weg gemacht, Ist es zu laut? um eine Lösung zu finden. Ja. Um eine Lösung zu finden. Und habe dann ein kleines bisschen was wieder gesehen. Aber also, ja, es ist schwierig zu beschreiben. Ganz, ganz, ganz eingeschränkte Optik. Ja, aber ich finde es wirklich interessant, der Punkt, dass du sagst, da ist wieder etwas Schlimmes passiert und du hast dich schon so dran gewöhnt, dieser Kranke zu sein, der das überspielt und ein Leben eines Gesundes spielt, dass ein schlimmer Unfall passiert, wo jeder andere auf der Stelle zusammengekracht wäre und gesagt hätte, hey Leute, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Und du einfach spielst, als wäre nichts gewesen, sagst, ja, es war ein heißer Tag, gehst auf die Toilette. Ja. Das ist das, was mir so wichtig ist, auch in dieser Serie, wo ich die Menschen begleite, die eine lange Krankheitsepisode hinter sich haben, dass auch Partner und Familie und auch die Ärzte verstehen, was es mit einem macht, wenn man so lange mit Symptomen, unerklärlichen Symptomen oder Diagnosen, die nicht gestellt werden oder keine Hilfestellung gegeben werden, wie man anfängt, so ein Überlebender zu sein und ein hammerguter Schauspieler wird. Der Beste. Der beste Schauspieler eigentlich, einfach weil man sich nicht mehr verteidigen will. Oder man hat die Kraft nicht zu sagen, ja, aber mir geht es so schlecht und es gibt halt keine Lösung, weil das Gegenüber, man weiß, das ist überfordert, wenn es erfährt, dass es einem nicht helfen kann. Das ist ja auch nett gemeint oft. Die Leute wollen einem helfen, sie merken, sie können nicht, dann werden sie frustriert. Ja. Und man will den Frust ersparen. Man will einfach, hey, komm, wir haben uns lieb, alles gut, wir arbeiten zusammen, ich funktioniere schon. Es ist mega spannend und tragisch zugleich. Richtig. Dass man sich so weit pushen kann. Ja. Einfach nur, um zu funktionieren und in diese Welt zu passen und nicht dieses Isoliertsein, sich eingestehen zu müssen, dass man eigentlich schon abgespalten ist. Man ist der Kranke und die anderen sind die Gesunden, die funktionieren. Genau, und man fühlt sich, beide Seiten fühlen sich unverstanden. Ne? Und da fehlt irgendwie das Mitgefühl. Jetzt im Nachhinein, wie gesagt, kann ich das nachvollziehen. Du hattest mich ja irgendwie gerade auch gefragt, was damals auch der Punkt war, wo ich quasi gesagt habe, okay, ich sehe jetzt einen Hoffnungsschimmer. Ne? Soll ich noch mal ganz kurz darauf eingehen? Ja, unbedingt. Okay, und zwar war das ja 2017, genau, bin ich ja gerade noch mal drauf eingegangen, wie das mit den Augen war. Ja. Ich habe mich dann auch tatsächlich wieder auf die Suche nach einer Lösung gemacht. Irgendwie ist, wie gesagt, das in mir angelegt und habe im Internet gegoogelt. Und das ist natürlich sehr ernüchternd, wenn man googelt, was man machen kann, wenn die Netzhaut links und rechts verbrannt ist. Ich war ja dann auch da im Krankenhaus gewesen, die haben gesagt, man kann nichts machen. Wenn auf der Netzhaut, bei mir war das dann so gewesen, Photorezeptoren verbrannt sind, sind die verbrannt. Dann war es das. Dann kommen die im Leben nie wieder. Wenn man das hört, während man nichts sieht, geht ein eiskalter Schauer über den ganzen Körper und man denkt, okay, was will man eigentlich noch hier? Also für mich, weil das Sehen ist ja das wichtigste Sinnesorgan, was wir Menschen haben. Was ganz interessant ist, wenn ein Sinnesorgan nicht funktioniert, werden die anderen stärker. Das habe ich über die Tage dann erlebt. Ich habe auf einmal ein ganz stärkeres Gefühl bekommen von Menschen, die neben mir sind. Einfach sie zu spüren. Geräusche habe ich besser wahrgenommen. Ich habe besser riechen können und so weiter und so fort. Und habe dann gedacht, okay, ich suche jetzt einfach nach einer Lösung und ich habe immer keine Lösung gefunden. Ich habe eingegeben bei Google,
was kann man machen bei Netzhauterkrankungen, Netzhautproblemen, Netzhautrissen. Hast du dir das mega groß angeschaut, dass du das lesen konntest? Es war ganz krass. Also das war der Laptop da und Ja. ich habe dann immer so reingeguckt mit einem Auge, mit dem anderen Auge. So leicht schräg, dass Ja. du dabei vorbeigucken dass kannst. ich halt irgendwas sehe, ne? Und habe dann das irgendwie hinbekommen, mir die Informationen da rauszuziehen. Und dann, irgendwann mal nach der ganzen Ernüchterung, vielleicht so nach 3 Wochen intensiver Recherche, das ist ja fast wie ein Studium, was man da betreibt, war so ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer. Da habe ich einen Arzt gefunden aus Deutschland, der sich damit beschäftigt, quasi Menschen zu helfen, die in ihrem Laufe des Lebens, die sich durch Krankheit, durch Unfall verloren haben, wiederzubekommen. Und dann guckt man sich die Kommentare dazu an und denkt sich so, toll, die sagen, das ist alles Humbug, die sagen, das funktioniert. Immer das Gleiche. Ich dachte mir so, was... Immer 2 Fronten mit 2 Meinungen. Ja, und dann kommt das andere noch, man muss es selber bezahlen. Und ich dachte mir so, ja toll, Betrug, was ist das jetzt? Ne? Ja. Und bin richtig tief in die Materie reingegangen. Jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, das ist eine renommierte neuartige Therapie, die man tatsächlich machen kann. Ja, okay. Mit einer Doppelblindstudie belegt. Das ist alles klinisch auch approved quasi. Und die Kassen, die das bezahlen, werden das irgendwann mal bezahlen. Das dauert nur 10 bis 15 Jahre. Ja. Aber so lange habe ich ja keine Zeit. Ja, klar. Und dann dachte ich mir, toll, jetzt ist das ganze Geld weg. Die Beziehung war eigentlich schon so gut wie weg. Und jetzt hast du eine Lösung gefunden, eventuell, um deine Augen wieder hinzubekommen. Wo bekommst du denn jetzt das Geld her? Um das zu machen, weil es ist ja kein Geld mehr da. Ne? Naja, und da habe ich dann, glaube ich, das allererste Mal in meinem Leben so richtig bewusst wahrgenommen, wie wichtig doch Familie sein kann. Also auch wenn die Familie für mich damals in dem Sinne noch nicht ganz war, aber es war irgendwie meine Schwester, meine Mama und mein Papa so. Ne? Und dann dachte ich mir so, okay, ich mache jetzt etwas, was ich mir sonst nie in meinem Leben getraut hätte. Ich frage einfach einen anderen Menschen, ob er mir finanziell helfen kann. Und habe meine Mama und meine Schwester gefragt, ob sie mir helfen können, die Therapie für 4.000, 5.000 Euro zu bezahlen. Also die Therapie kostet, glaube ich, ein bisschen weniger, aber auch die Kosten, um da zu übernachten und alles ringsherum. Ne? Und ich dachte mir so, eigentlich kannst du die ja gar nicht fragen, weil du weißt ja, du hast das ja damals miterlebt, das selber nie, es war ja nie Geld da und so. Ne? Ja, und dann habe ich gefragt und dann ist was passiert, was ich mir niemals, also auf der einen Seite war ich traurig, auf der einen Seite war ich irgendwie happy. Meine Schwester und meine Mama haben ihre letzten Ersparnisse, also alles, was da war, und das war nicht viel, zusammengekratzt, um mir das Geld, was vielleicht mal fürs Alter oder so da sein soll, zu geben. Und wenn ich sage, alles zusammengekratzt, das waren nicht mehr wie 4.000 oder 5.000 Euro. Das war quasi schon reich für uns dann so ungefähr. Ne? Und haben mir ihre gesamten Ersparnisse gegeben, damit ich eine Therapie machen kann, wo man nur 50-50 hat, ob das mit den Augen besser wird oder nicht. Und ich wusste noch nicht mal, ob ich überhaupt die Chance habe, das Geld jemals zurückzuzahlen. Weil ich wusste nicht, ob ich überhaupt mal in meinem Leben fähig sein werde, um überhaupt noch mal vor der Kamera zu stehen. Aber irgendwas war in mir, so diese Mentalität, ach, du kriegst das schon noch irgendwie hin, du machst das. Du weißt zwar jetzt noch nicht wie, aber du bist schon mal in der Situation, es gibt ja die Situation, du weißt nicht, dass du nicht weißt, das ist eine ziemlich beschissene Situation. Und dann gibt es eine Situation, du weißt, dass du nicht weißt. Und da kannst du ja anfangen. Ja. Und in der Situation war ich. Und habe dann irgendwie das Geld von meiner Schwester und von meiner Mama in Empfang genommen. Ich habe mich irgendwie dreckig gefühlt, schlecht gefühlt, weil ich war ja der Familie und den Freunden zeigen wollte, ey, es geht, es funktioniert. Ich habe es geschafft, ich bringe das Geld rein, aber nicht nur aus dem Grund, um jetzt irgendwie im Luxus zu leben, sondern einfach, dass es auch Freiheit gibt, ne? Dass wir reisen können und so. Natürlich. Und dann bekomme ich das Geld. Kommst du nach Hause und musst um Geld fragen für die Heilung. Ich krieg das Geld, wir haben es irgendwie hinbekommen. Ja. Und dann habe ich die Therapie gestartet. Also ich habe dann halt genau mit den Ärzten hin und her geschrieben. Und normalerweise ist es so, dass du auch über ein Jahr warten musst, bis du einen Therapieplatz bekommst. Ich habe das durch meine Mentalität dann irgendwie wieder so gedealt, dass es dann doch innerhalb von einem Monat dazu kam. Und da ist dann quasi mein Hoffnungsschimmer wieder gekommen. Ich habe die Therapie begonnen. Das ist, ich will auch vielleicht gar nicht so genau drauf eingehen. Es gibt auf jeden Fall eine Lösung. Ja. Mache das. Nach der ersten Therapiesitzung habe ich gemerkt, krass, egal was es da für eine Kritik da draußen gibt,
Ja. Für mich funktioniert's. Ja. Und habe dann auch Menschen kennengelernt bei dieser Therapie, die ganz, ganz viele aus verschiedenen Situationen kamen, die vorher nichts gesehen haben oder wenig gesehen haben und mit der Therapie eine Verbesserung von 20, 30, 40% wieder erleben. Es war nie die Rede, dass es wieder zu 100% besser Genau. wird. Wie ist es denn jetzt bei dir? Wie viel siehst du jetzt? Genau, und das war mein Hoffnungsschimmer. Ich habe die Therapie gemacht und Ja. das war mal schlechter, mal besser, mal schlechter, mal besser. Und also gefühlt hat sich das irgendwie auf 60 oder 70% verbessert. Für mich ist es jetzt fast schon wieder so, wie es mal war. Für mich ist es ein persönliches, ist ein Wunder irgendwie, ja. Und das hat mir halt die Hoffnung gegeben, zu sagen, wow, alle Ärzte, Bekannte haben gesagt, das musst du jetzt hinnehmen. Ich habe mich auf den Weg gemacht, nach einer Lösung zu suchen, durch Höhen und Tiefen gegangen. Ich habe eine Lösung gefunden. Ja. Und das hat mir gezeigt, okay, ich war an dem schlimmsten Punkt meines Lebens. Also das war wirklich der schlimmste Punkt meines Lebens, das Schlimmste, was hätte je passieren können. Ich habe das gelöst. Es kann nichts mehr Schlimmeres passieren. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir einen Arm breche, keine Ahnung, eine Krankheit bekomme, eine Lungenentzündung, eine Leber. Ja. Du bist über dich herausgewachsen und bist allen kommenden Angriffen oder Eskapaden sowie gewappnet. So dachte ich, ja. Und, aber zumindest hat mir das Hoffnung gegeben. Es hat mir gesagt, okay, es gibt was, liebe Gott, Buddha, Universum, es hat mich dahin gelenkt, mir eine Therapie zu geben. Und das war für mich wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, oder sagte, wow, jetzt kann ich wieder hier ansetzen, jetzt kann ich irgendwo mal mich kurz klammern, weil ich will das Geld meiner Schwester wieder zurückgeben an meiner Mutti. Weil ich bin derjenige, der gesagt hat... Und ich nehme an, das hast du dann gemacht, gleich wieder angefangen zu arbeiten. Richtig, ja. Und dann kamen die ersten Modeljobs wieder, die ersten Commercials. Ich habe weiter an meinem Parfüm- und Make-up-Vertrieb gearbeitet. Ich habe einen anderen Vertrieb aufgearbeitet, wo ich das allererste Mal in meinem Leben so viel Geld in kurzer Zeit verdient habe wie noch nie. Okay. Das Geld habe ich genutzt, um einfach noch die Verbindlichkeiten zu zahlen, die dann halt vorher entstanden sind. Ja, klar. Weil ich musste ja auch noch die laufende Miete in Miami zahlen und so. Die Vermieterin, die war ganz lieb und nett. Ich habe ihr meine Story erzählt und sie hatte einfach 7 Monate keine Miete bekommen. Und die musste ja irgendwie nachgezahlt werden. Ne? Und mit dem Geld, was dann reinkam, musste ich quasi die ganzen Brandherde löschen. Und ich dachte mir so, jetzt bist du wieder an dem Punkt. Ich muss aber auch noch irgendwas essen und so. Und dann war man dann wieder so gestresst. Ja. Und ja, man in so einem ewigen Kreislauf. Und dann ging das halt... Wie lange gut? Ja, es ging dann 2017, 2018... Was haben wir jetzt? Ja, 2017, 2018 gut. Ja. Bis ungefähr, sagen wir mal so, Juli, August 2018. Ja. Dann war ich wieder an so einem Punkt, wo ich mich wieder ausgepowert hatte und wieder gedacht hatte, okay, ja, irgendwie bist du doch noch nicht so ganz fit. Und dann war ich dann in Dubai gewesen und habe dann da auf einmal eine Lungenentzündung bekommen, einfach so. Und ich dachte mir so, okay, wie geht das? Weil ich ernähre mich eigentlich auch gesund und beschäftige mich mit Ernährung, mit Nutrition und mit den ganzen Sachen. Ja, und dann ging es wieder weiter. Ich habe dann so eine intensive Lungenentzündung bekommen, dass ich ausgesetzt hatte zu atmen. Ich wurde dann auch im Verlauf wiederbelebt. Dann sind ganz starke Schmerzen in meinem Körper entstanden. Dann war ich irgendwie mal wieder 2,5, 3 Monate komplett ausgenockt. War bei meinen Eltern, habe versucht, da gesund zu werden. Und hatte immer wieder im Kopf, okay Tobi, das ist nicht so schlimm. Du hattest viel schlimmere Sachen erlebt. Das braucht einfach Zeit. Du findest da eine Lösung. Okay. Und irgendwie hat es aber so ewig gedauert, weil normalerweise ist eine Lungenentzündung nach 4 Wochen weg. Ne? Ja. Es ging einfach nicht weg. Und die Ärzte wussten auch nicht, was sie machen sollen. Außer mir Antibiotika geben und Ruhe. Ja, aber wahrscheinlich hatte dann auch dieser Stress auf eingewirkt. Die Beziehung war zu Ende, die Wohnung war irgendwie fast weg gewesen. Die ganzen Scheißhaufen, der vorher quasi da entstanden ist, das ist ja schon immens halt. Ne? Und das ist mega belastend. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss mich wieder aufrappeln und aufpushen, weil ich wollte unbedingt, dass ein Traum in Erfüllung geht. Und zwar der Traum, dass ich mit meiner Schwester mal eine längere Zeit in Miami bin. Ich wollte hier einmal diesen Traum erfüllen, weil ich in diesem Moment, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war kurz an dem Moment, wo ich dachte, okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch geht. Ja. Weil ich diesen Moment erlebt hatte im Krankenhaus, da habe ich auch gar nicht so viel mit Freunden dann mehr drüber gesprochen, wo ich wirklich
Ja, ich habe einfach die Augen zugemacht, aufgehört mit Atmen, das war's. Also mein Blutsauerstoff ging runter und ich war, wie gesagt, kurz davor, dass ich wiedergeholt werde. Aber die haben mich irgendwie wieder wach bekommen. Und in diesem Moment habe ich aber irgendwie gemerkt, dass ich irgendwie es klingt total doof jetzt, so vielleicht ein bisschen esoterisch, Nein. aber ich dachte, das war's jetzt vielleicht. Also ich gehe Ja. irgendwie aus meinem Körper raus, das war alles so erleichternd. Du dachtest so, jetzt ist vorbei. Ja. Jetzt ist mein Hasseln, mein Anstrengen, mein Kämpfen. Ja. Jetzt kann ich loslassen und gehen. Genau, und dann Ja. kam diese Erinnerung. Diese Erinnerung, ich habe meiner Schwester, meiner Mama, meinem Papa, meinen besten Freunden versprochen, dass ich es zeigen werde, dass es funktioniert, dass man sich aus der Asche wiedererheben kann. Ich will das zeigen. Ich kann nicht jetzt locker lassen und loslassen. Ich muss es beweisen, einfach nur aus dem Grund, dass ich die Menschen nicht enttäusche. Weil wenn ich die Menschen enttäusche, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Weil die haben auf mich geschaut oder schauen auf mich. Und wenn ich dann einfach sage, ja sorry, das war alles War zu Mist, was ich anstrengend. erzählt habe, es funktioniert doch nicht. Ja. Das ist das Schlimmste, was ich... Und genau aus diesem Grund habe ich mir gesagt, ich muss es irgendwie wieder schaffen. Und das war auch so ein Moment, wo ich dann wieder aufgewacht bin und dann die ganzen Schläuche da reingesteckt bekommen habe mit Sauerstoff und dann da war und mir gesagt habe, ey, keine Ahnung, wie lange das jetzt noch geht. Wahrscheinlich nicht lange, aber ich muss jetzt Gas geben, um noch einen Unterschied auf diesem Planeten zu schaffen. Und das habe ich dann geschafft. Ich habe dann innerhalb von 2 Wochen wieder einigermaßen reanimiert. Ja. Mit irgendwelchen Nutritions- und Meditationstechniken und Antibiotika bis zum geht nicht mehr. Dass ich dann zu meiner Schwester gesagt habe, weil sie hat mich gefragt, fühlst du dich gut? Und ich dann so, ja, habe mich nicht gut gefühlt. Ja, natürlich fühle ich mich gut. Ja, sind dann nach Miami geflogen und dann ist ein Traum in Okay. Erfüllung gegangen. Ja, und war es das allererste Mal 3 Monate in Miami. Und Ja. das war krass. Und ich habe dann halt gemerkt, okay, wow, ich kann doch noch irgendwie, keine Ahnung, wo die Energie herkommt, aber ich kann das hinbekommen, dass ich noch Einfluss auf mein Umfeld habe. Auf meine Schwester, auf meine Familie. Ja. Und es war so schön zu sehen, meine Schwester zu beobachten, wie sie da auf dem Balkon stand, das Meer gesehen hat. Und ich dachte mir so, wow, genau aus dem Grund mache ich das Ganze, um zu inspirieren, dass ich ihr vielleicht irgendwie zeige, dass man Großes schaffen kann. Dass Dinge möglich sind, die eigentlich unmöglich erscheinen. Aber körperlich, wie war es Ich da war zu dem voll Zeitpunkt? am Arsch. Ich habe am ganzen Körper Schmerzen gehabt. Ich habe mit niemand drüber gesprochen. Immer wenn ich was gegessen habe, habe ich gedacht, boah, wo kommt denn der Schmerz her? Wo hattest du dann Schmerzen im Magen? Ich hatte oder? Schmerzen im Magen gehabt. Da, wo die Leber war, dann ist es auf einmal so ein bisschen dicker geworden. Da, wo die Milz ist. Ja. Auf einmal habe ich mich immer im Spiegel angeguckt und dachte mir so, ach Mensch, jetzt wird die Haut gelb. Meine Augen waren Ja. unten gelb. Ja. Ich dachte mir so, ach Mensch, was ist denn jetzt los? Das kenn ich alles, muss ja. doch nur noch ein bisschen funktionieren. Ja. Ich muss doch nur noch ein paar Sachen hier auf diesem Planeten. Aber man weiß, dass die Organe langsam am Versagen sind. Und Ja. Und ich habe niemand was gesagt. Bis dann, wo ich dann wirklich vor Schmerzen so mich eingekrummt habe. Das Ja. war gerade bei einem Styling. Da habe ich einen guten Freund und Geschäftspartner halt so ein paar Kleidungsstücke rausgesucht. Und das war das allererste Mal in meinem Leben, ja. dass ich mit meinem Verstand mich nicht mehr lenken konnte, sondern mein Körper hat mich gelenkt. Ja. Und ich konnte nicht mehr. Ich war so gekrampft. Ich habe gesagt, können Sie mir mal kurz einen Tee bringen und ein Wasser? Der Kumpel hat gefragt, was ist. Und ich so, ja, ich habe mich irgendwie gerade verkrampft und so. Ich habe irgendwie das nicht gesagt. Weitergespielt. Und es war so hart und so krass, dass ich mir wieder gedacht habe, okay, du musst jetzt kurz irgendwie aus den Schmerzen und aus der Situation kommen, damit du morgen mal heimlich irgendwie zum Arzt gehen kannst. Erzähl das niemand, weil du weißt ja, was dann passiert. Naja, und dann bin ich irgendwie zum Arzt gegangen und der hat einen Bluttest gemacht und blablabla. Ich habe eigentlich auch nichts dabei gedacht. Wie es immer so ist, die Bluttests, die waren einigermaßen okay, aber die Schmerzen waren halt da. Ja. Ultraschall gemacht und dann halt die ernüchternde Diagnose. Ja, sie haben eine Fettleber, die nicht durch Alkohol ausgelöst wird, die kurz vor einer Leberzirrhose ist, mit Tendenz, dass sie eine neue Leber bekommen. Ich so am Telefon angefangen, so irgendwie zu zittern. Ich wollte gar nicht zittern. Und ich dachte mir so, was ist denn, warum bekomme ich denn diese ganzen Aufgaben? Warum muss ich das machen? Ich will doch jetzt einfach nur Gas geben, damit ich meiner Schwester, meiner Mama, meinem Papa und meinen Freunden zeigen kann, dass das auf diesem wunderschönen Planeten funktioniert, wenn man fleißig ist und dass man schaffen seiner kann. Passion nachgeht. Ja. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ey, ich weiß wirklich nicht weiter. Ich ernähre mich gesund, vegan, Paleo. Ich mache alles, was es da gibt, so, was man so im Internet rausfinden kann. Vielleicht kennst du es ja so. Ich kenne das total. Ich habe mich auch immer super gut ernährt, habe viel Sport getrieben und bin immer kränker geworden. Ja. Ja. Und man denkt, man macht alles und man ist an dem Punkt, wo man wirklich Was sagt, soll ich noch machen? ich habe mir echt gedacht, okay, was soll ich denn eigentlich noch hier? Ja. Also, Mein Körper will nicht. ja.
der Grund, warum ich quasi, sage ich immer jetzt so aus Spaß, nicht aus dem Balkon gesprungen ist, war eigentlich nur noch der Grund, weil ich tatsächlich noch im Background hatte, okay, was denken dann die anderen? Ja, Also, zum Glück. ja, also Ja. der Lebensmut war kurzzeitig mal weg. Ja. Und dass ich das eigentlich, ich musste dann selber über mich schmunzeln, aber auch irgendwie weinen, weil ich dachte, okay, jetzt ist ein Punkt, wo ich nicht mal weiter weiß. Wie kriege ich jetzt die Fettleber weg? Meine Milz war irgendwie auch nicht so ganz in Ordnung, die Schmerzen. Egal, was ich jetzt noch zu mir nehme, sogar Wasser löst Schmerzen Oh aus. ja, das hatte ich auch. Ja. Und dann war für mich so, jetzt muss ich abgeben. Ich habe keine Ahnung mehr, Ja. wie es jetzt weitergeht. Ja. Und dann ging es weiter. Und wie ging es weiter? Wo war dein Hoffnungsschimmer? In dem Moment dann wieder zurückerinnert an diese Sachen, die ich erlebt habe. Ja. Und ich dachte mir so, ey. Und dann kam wieder dieses Gefühl. Dieses Gefühl von, wie so ein Stehaufmensch. Ich hatte damals als Kind so ein Ding gehabt, das konntest du immer umschmeißen. So, ne, so zack, so eine Puppe und die ist immer wieder aufgestanden. Okay. Daran habe ich mich wieder erinnert. Und dann habe ich Ja. gedacht, okay, keine Ahnung, wie es weitergeht. Hab mal mit einem Kumpel gesprochen, habe gesagt, ey, so und so sieht's aus. Ich habe jetzt eine Fettleber diagnostiziert bekommen, ich habe Schmerzen. Ich kann vor Schmerzen einfach nicht mehr arbeiten. Ich kann einfach nicht mehr an meinem Traum arbeiten. Hast eine Lösung? Und der hat dann mich nicht kritisiert. Das fand ich Okay. total spannend. Dass mich Hat mal, dich stehen lassen und es geglaubt. ja, weil er wirklich mal so auch aus medizinischer Sicht mal gesehen hatte, was wirklich los war und das dann auch mal irgendwie glauben musste oder konnte oder so. Und dann hat er gesagt, Tobi, okay, pass auf, ich habe eine Idee, geh mal auf Netflix, schau dir mal die Reportage Heal an, vielleicht findest du dann eine Lösung. Da ist jemand, der erzählt ein bisschen was über Ernährung. Und ich dachte mir natürlich wieder so, ich habe 1000 Sachen ausprobiert, was soll denn da jetzt noch Neues kommen? Voll. Schubladendenken, ne? Ja, ja, klar. Und das ist gar nicht so einfach, dann noch offen für neue Dinge zu sein. Ja, oder die Energie zu haben, die körperliche. Ja, weil man ist ja so oft dann enttäuscht worden. Ja. Oder, ne? Und dann habe ich dann halt den Film angeschaut, habe Netflix angemacht und dann sehe ich da Dr. Joe Dispenza und ganz viele andere Menschen, die ich schon vorher kannte und dachte mir dann so in meinem inneren Dialog, die kennst du schon, das weißt du schon, das bringt nichts. Und wollte eigentlich schon wieder innerlich abschalten. Und dann kam wieder so eine Stimme hoch, die gesagt hat, Tobi, nein, bleib jetzt dran, guck dir das an. Und irgendwie habe ich mir das angeschaut. Und dann kam dann irgendwann mal so ein Mensch, der Anthony Williams, So unscheinbar. Ich sage immer, es sieht aus wie ein Informatiker. wie ein Informatiker, wie so ein Nerd so ein bisschen. Ne? Ja, ja. Aber irgendwie, aber auch intelligent und das, was er gesagt hat, Ja. in dieser Reportage dachte ich, okay, das hast du noch nicht gehört. Ja. Selleriesaft, das hast du vielleicht mal auf YouTube gesehen. Dann ging es schon wieder diese Schubladen auf, die das irgendwo hinstecken wollten. Ich dachte, okay, Tobi, bleib einfach offen. Das hast du noch nicht ausprobiert. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Das fühlt sich irgendwie gut an. Hab dann irgendwie, während der Film dann noch lief, das iPhone angemacht und das Telefon angemacht und hab dann halt gegoogelt nach Anthony Williams und dachte mir so, okay, all in. Meine letzte Möglichkeit, hier auf diesen wunderschönen Planeten zu überleben. Und jetzt bist du ja der Green Gold Celery Mann. Der Green Gold Celery Mann, ja. Ey, ja. Wie sagst du immer? Das grüne Gold. Das grüne Gold, das Celery Juice, ja. Ich Genau. spreche das immer lustig aus. Also hättest du mir vor ein paar Monaten noch gesagt, Tobi, du machst mal Instagram-Stories über Sellerie, ich hätte gesagt, ey, nee, mach ich nicht. What the fuck? What the fuck? Never ever. Aber ich will mir das jetzt mal anschauen. Machst du einen mit mir? Ein Green Gold Smoothie? Oh yes, let's do it. Machen wir das. Das ist das grüne Gold, die Daily Medicine. Daily Medicine. Und dann erzählst du mir ein bisschen mehr darüber, genau, Ach, wie sehr das gerne. entstanden ist und warum du jetzt so fit hier sitzt. Okay, Machen wir. let's do it. So, jetzt Yeah. landen wir in der Küche und ich habe mal gehört, Köche nehmen immer ihre Haare zusammen zum Kochen, gell? Ich habe da mal was vorbereitet. Hast du was vorbereitet? es immer mit dabei tatsächlich. Dein Haargummi ja mit so langen Haaren. Und Ja. du sagst ja auch, der Selleriesaft, der hat deine Haare stärker oder mehr gemacht, fülliger. Ja, ist wirklich so. Also ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ich den Selleriesaft trinke, sind die wirklich fast bis zum Arsch gewachsen. Okay, ich dauere noch ein Stück, aber die sind sehr viel dicker und sehr viel lockiger. Und als Ja. Friseur, Make-up-Artist, ich meine, ich kenne mich ja ein bisschen mit der Materie aus. Ja. Und da, Nee, ich habe also die gleiche Erfahrung gemacht. Meine wachsen auch unendlich und Wow. viel und dick und das macht mega Spaß. Genau. Ich habe eine Story von dir gehört, die mich mega berührt hatte. Und zwar hattest du gemeint, dass du als Familie, also ihr als Familie, euch näher gekommen seid durch das Machen des Selleriesaftes. Wie hast du das erfahren? ja, das war ein wirklich ganz besonderer Moment. In dem Moment habe ich das quasi etwas erlebt. Ja.
ich bringe immer so neue Trends mit in meine Familie. Ich bin immer mal so 2-3 Monate nicht da, dann komme ich wieder und sage, okay, das und das ist gut. Aber meistens war es immer nicht so nachhaltig. Und das eine Mal war meine Schwester über 3 Monate mit in Miami und sie hat den Selleriesaft fleißig mitgetrunken und hat wirklich eine enorme Verbesserung gemerkt. War das da, wo ihr beide ein bisschen übertrieben hattet? Am Anfang. In Miami, oder? Du mit 2 Litern angefangen hast. Ja, war ein bisschen too much. Genau. Da muss man ja echt aufpassen, oder? Gerade mit den Detox-Erscheinungen, dass da nicht viel ausgelöst wird. Wir sprechen von Durchfall. Wir sind ja hier bei Chronisch Ehrlich. Wir stehen in der Küche und sprechen über Durchfall. Und das war der schlimmste Durchfall, den meine Schwester und ich jemals in unserem Leben hatten. In Kombination, also eine Atombombe ist nichts dagegen. Wirklich. Mit Abstand das Schlimmste, was ich je gerochen habe. Und das war der Verantwortliche dafür. Und das war der Verantwortliche, weil ich wirklich sehr viel genommen habe. Ich habe wirklich in dem Moment gedacht, viel hilft viel. Ja. Und umso mehr da passiert, umso mehr muss ich trinken. Ich wurde dann eines Besseren belehrt. Und den Tipp habe ich übrigens auch gleich in meiner Familie mitgegeben, wo wir diesen Moment da erlebt hatten. Ja, genau. Dass wir da quasi... Ihr euch da quasi selber vergast habt und dann Zeiten auf dem Balkon verbracht habt, weil es hinter euch so gestunken hat. Ja, genau, weil die Wand einfach mal mehrere Stunden oder Tage stande. Und, aber das war echt ein spannender Moment. Und ja. Und auf jeden Fall, ja, das in der Moment quasi, wie wir als Familie zusammengefunden haben. Also es war jetzt nicht nur durch Pupsen. Also das war so eine Pupsparty, aber das ist auch witzig. Also unsere Kinder lieben das auch. Ja, mit der Schwester kann man das mal machen. So zieh am Finger. Ja, so. genau. Dann passt das. Und das war einfach interessant zu sehen, was da passierte. Ich stand so da und habe halt gerade den frischen Sellerie und den Juicer mitgebracht. Und dann haben wir angefangen, den Selleriesaft zu machen. Und es war ganz lustig, weil mein Papa hat gerade den Selleriesaft sauber gemacht und meiner Mutti gegeben und sagt, nee, das musst du jetzt so und so machen. Und meine Schwester hat gesagt, nein, das muss nach hinten, nach vorne. Und ich so, schüttel den nochmal ab, dass das Wasser runterkommt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass wir als Familie ganz extrem wieder zusammengewachsen sind. Das habe ich das letzte Mal vielleicht mit 5 oder 6 erlebt, wo wir zu Weihnachten alle zusammensaßen. Und ich finde, dass der Selleriesaft, der Celery Juice, quasi das grüne Gold, unsere Familie viel enger zusammengebracht hat. Das ist total cool. Meine Mutti schickt mir auch ab und zu mal WhatsApp-Stories und zeigt mir, wie sie dann so ihren Selleriesaft macht und danach den Heavy Metal Detox Smoothie. Ja. Genau. Ja, und das Schöne ist ja, dass es euch nicht nur zusammenbringt, sondern es euch auch gesamtheitlich geheilt hat. Und genau, das wollen wir jetzt machen und es wird richtig laut, deswegen lassen wir das Baby jetzt an und schauen mal, wie du das immer so schön machst. Let's do it, das grüne Gold. Auf das grüne Gold? Auf das grüne Gold. Das Cheers. Cheers. Auf deine Gesundheit. Auf deine Gesundheit. Let's go. Geil. Das ist richtig geil, oder? Richtig geil.